Ich sehe uns gerade eben erst in der Informationsphase. Sprechen wir darüber? Wollen wir es überhaupt? Um ein Grundeinkommen einzuführen, glaube ich, brauchen wir in erster Linie Gespräch über das Grundeinkommen, dass wir uns damit auseinandersetzen, mit den verschiedensten Facetten, mit dem, was auch schwierig ist. Es geht nicht darum, dass wir Knall auf Fall auf einmal irgendwie Geld anders haben, sondern es geht genau um diesen Prozess, der jetzt stattfindet, nämlich die Diskussion um ein Grundeinkommen. Das verändert ganz viel. Das ist eine große Bildungsoffensive. Sieht man ja auch an ganz vielen Menschen, die da gar nicht mitkommen. Das ist eigentlich das, worum es jetzt geht, dass wir das besprechen. Und wenn man irgendwann so den Eindruck hat, okay, es haben jetzt in Deutschland viele, viele Bürgerinnen und Bürger davon schon gehört, dann könnte man sagen, okay, dann geht man in die Feinausgestaltung sozusagen. Welches von diesen vielen Modellen, die heute diskutiert werden, welches ist das Beste für uns? Dann wird wieder ein großes Gespräch nötig sein. Und wenn das abgeschlossen ist, dann würde ich sagen, kann man die Aufgabe für Mathematiker formulieren, wir Bürger wollen das. Und jetzt drücke das mal in Zahlen aus, das, was wir wollen. Der Wert oder der Grund oder der Sinn, warum man bestimmte Dinge macht, müsste vorher klar sein. Ansonsten wäre es wieder nur eine Parallelverschiebung. Also wir würden uns nur zur Seite bewegen und dann wieder so weitermachen wie bisher. Ein Grundeinkommen wird uns ja nicht geschenkt werden. Es wird nicht irgendwann der Deutsche Bundestag, nur weil wir so gute Argumente haben, hingehen und sagen, gut, das haben wir eingesehen, jetzt kriegt ihr alle 1.000 Euro. Das wird ja nicht passieren. Sondern wenn wir zu einem Grundeinkommen kommen, dann wird das ja gesellschaftliche Kämpfe und Auseinandersetzungen verlangen, die vorher geführt werden müssen. Und ich kann mir keine Bewegung vorstellen, wo Millionen von Menschen auf die Straße gehen und sagen, 1.000 Euro für jeden von uns ab morgen. Ich kann mir gesellschaftliche Auseinandersetzungen nur um sehr konkrete Projekte vorstellen. Also beispielsweise so eine Kindergrundsicherung, beispielsweise die Abschaffung der Sanktionen bei Hartz IV. Gibt es schon Möglichkeit, auch in kleinen Schritten ein Grundeinkommen eben erstmal personen- oder gruppenspezifisch einzuführen? Wenn ich also ein Grundeinkommen als Ergebnis gesellschaftlicher Auseinandersetzungen begreife, dann ist es völlig klar, dass das nur Stück für Stück erkämpft werden kann. Hier einen ersten Schritt, dort einen zweiten Schritt und je nachdem, wie diese zwei ersten Schritte aussehen, ergibt sich ein ganz anderer Dritter, wie wenn die beiden ersten andere gewesen wären. Kann man durchaus in kleineren Schritten auch umsetzen. Also beispielsweise, indem man eine Garantierente, eine steuerfinanzierte Garantierente erstmal einführt für Ältere. Ja? Das wäre dann so das Grundeinkommen für die ältere Generation. Da kann man sagen, Grundeinkommen wird jetzt eingeführt, zum Beispiel in der Höhe von 200 Euro. Für jeden, nicht nur für Hartz IV, für jeden. Nur in der Höhe von 200 Euro als allerersten Schritt. Ne? Dann merkt sofort jeder, es geht jeden an und nicht nur die Armen und es gibt keine Sozialdebatte. Man könnte eben den Weg gehen, dass man für Kinder schon mal ein Grundeinkommen einführt. Ich wünsche mir aber, dass es zunächst mal eine Stadt, ein Landkreis ist, die das mal ausprobiert wird und dass man dann natürlich schon auch eine wissenschaftliche Begleitung macht. Da wird es interessant. Aber ich muss trotzdem ehrlich und offen am Ende Einnahmen und Ausgaben gegenüberstellen können, so dass es aufgeht. Denn wir haben ja auch Verantwortung. Das soll ein Modell für die gesamte Gesellschaft sein. Und da kann ich nicht mit vagen Versprechungen kommen, sondern stellen Sie sich mal vor, wir würden das heute einführen oder morgen einführen und das würde grandios in die Hose gehen. Das Schöne am Grundeinkommen, an der Idee und an den Versuchen, es in die Praxis umzusetzen oder Vorschlägen dazu, ist, dass man sozusagen stückchenweise vorgehen kann. Gradualistisch, wie wir sagen, Schritt für Schritt. Und wenn man einen falschen Schritt gemacht hat, wird man das merken und kann es revidieren. Ja? Es ist kein großer Paukenschlag, mit dem das eingeführt wird und dann unveränderlich Bestandteil der Landschaft ist, sondern man kann experimentieren und Feineinstellungen wählen. Es ist ja auch nicht so, dass das irgendwie ein Allheilmittel wäre. Ich glaube auch gar nicht, dass dann alles gut ist, wenn das eingeführt wird. Vielleicht geht da wirklich die Post ab. Aber es ist besser, die Post geht ab, als dass wir in einem verlogenen System weiterleben. Und dann würde ich sagen, gut, ich finde also wirklich das immer unterstützenswert, dass es eben diese Grundeinkommensinitiative gibt, auch wenn ich selber eben skeptisch bin. Aber ich
Ich glaube halt, weil über diese Initiative Fragen aufgeworfen werden und das hat ja auch insbesondere hier die Initiatorin von der Petition zum Grundeinkommen letztes Jahr, glaube ich, getan, dass zum Beispiel auch überhaupt die Leistung von Erzieherinnen, in dem Fall Tagesmüttern oder sowas, überhaupt mal anerkannt wird. Also weil dadurch auch Fragen von ungleicher Bezahlung überhaupt mal auf die Tagesordnung kommen. Also ich bin völlig dagegen, das zu sehen als, oh, das ist toll, jetzt müssen wir da hinkommen. Das finde ich primitiv. Die Einführung dieses bedingungslosen Grundeinkommens darf nicht gegen den Willen der Bevölkerung erfolgen, sondern nur mit dem Einverständnis der Bevölkerung. Und das ist das Wichtigste. Energie folgt innerer Absicht. Also je mehr es wollen, desto eher ist es da. Also das ist eine eindeutige Eigeninitiative. Finde ich das gut? Finde ich das nicht gut? Jedem selbst überlassen.